Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Garmin Enduro 2 auf dem Tisch, beziehungsweise ich habe sie aktuell auch an. Ich möchte euch heute, wie ihr es gewohnt seid, in diesem Video ein ausführliches Review zur Uhr geben, beziehungsweise will einfach mal zeigen, was die Uhr alles kann. Ich habe jetzt schon hier mehrere Trainings mit der Uhr gemacht und kann euch auch mit Daten zeigen, wie das Ganze sich hier zusammenstellt. Wie immer habe ich das ganze Video dann wieder in Kapitel eingeteilt, das heißt, wenn dich ein Teil nicht interessiert, kannst du entsprechend hier weiterspringen, beziehungsweise wenn du es nochmal sehen willst, im Kapitel zurückspringen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal direkt an. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück und hier haben wir auch gleich direkt einen kleinen Vergleich. Und zwar, wir haben hier einmal die Apex liegen, die Phoenix 7X, beziehungsweise hier die Enduro 2 und hier die Tactic 7. Und wir können eigentlich schon gut erkennen, dass wir hier, was den Formfaktor angeht, doch sehr ähnliche Uhren haben und dass die Enduro 2 sich ja in der Klasse der Phoenix 7X und der Tactic 7 einordnet. Aber wie es bei Garmin so üblich ist, gibt es dann hier softwaretechnische Unterschiede, beziehungsweise bei der Tactic 7 haben wir hardwaretechnische Unterschiede. Da habe ich das Ganze ja schon mal in einem Review erklärt. Das verlinke ich dir einfach mal. Da ist ja die Besonderheit, dass wir hier auch eine Taschenlampe verbaut haben, aber das Ganze entsprechend hier das Gegenlicht grün ist, während es bei der Enduro 2 und der Phoenix 7 entsprechend rot ist. Was wir bei allen Uhren ebenfalls identisch haben, ist der Sensor. Wir haben hier den gleichen Sensor verbaut, den Pulsoximeter bzw. Herzfrequenzsensor. Das sieht auch bei allen hier identisch aus. Und was wir auch ganz gut erkennen können, dass Garmin immer die gleichen Ladeanschlüsse verwendet. Einzig bei den Armbändern sehen wir hier einen kleinen Unterschied. Hier bekommen wir ein Klettarmband, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Das wird hier links und rechts verbunden und dann könnt ihr hier die Uhr entsprechend tragen. Es ist auch wirklich, das Nylon ist hier auch atmungsaktiv, das heißt, wenn ihr auch schwitzt, hier habt ihr dann eine Atmung. Bei den anderen Uhren haben wir Silikonarmbänder. Ein Unterschied, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass wir hier bei der Phoenix 7 und bei der Tactics bzw. Apex ein Quickfit-Armband haben. Das heißt, wir haben hier so einen Schnellverschluss, wo wir das Ganze abmachen können und es wieder ganz dran klicksen. Das Ganze ist bei der Enduro 2 ebenfalls möglich. Ihr müsst einfach nur das Klettband abmachen. Dann sehen wir hier schon, ist entsprechend auch die Aufnahme, um ein Quickfind-Armband zu nutzen. Dann würde ich aber sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu der Enduro 2, was sie alles kann. Und ich werde auf jeden Fall auch noch ein Vergleichsvideo zwischen diesen Uhren hier machen, beziehungsweise zwischen der Phoenix 7 und der Tactic 7. Falls sich sowas interessiert, lasst auch gerne ein Abo da. Heute kommen wir aber erstmal zum Review der Enduro 2. Ja, um das Ganze besser vorzustellen, habe ich jetzt einfach mal das Nylon-Armband abgemacht. Wir sehen hier, das ist einfach ein durchgehendes Armband. Und habe jetzt hier von der Phoenix 7 hier das Armband entsprechend abgemacht und hier an die Enduro 2 dran gemacht. Dann sehen wir nochmal ganz gut, dass das Quickfin-Armband hier wirklich sehr gut hält. Dann kommen wir erstmal zur Uhr selber. Die Uhr hat ein Titanumgehäuse bzw. auch Saphirglas, das heißt, es ist besonders kratzfest. Aber bei Saphirglas ist es so, dass es manchmal ein bisschen blendet. Das kann man hier eigentlich ganz gut gerade sehen, wenn ich jetzt hier so ein bisschen hin und her schwingt, sieht man ganz gut das Handy, mit dem ich gerade aufnehme. Deswegen muss ich mal gucken, dass es hier passt. Also hier kann es ab und zu mal dazu kommen, dass es etwas blendet. Und es ist auch das Display einen Ticken dunkler, als wenn man jetzt kein Saphirglas hat. Wenn man das Ganze jetzt mal einfach mit der Forerunner 955 dagegen hält, das hat jetzt kein Saphirglas, sehen wir jetzt einfach hier, wenn wir mal durch die Menüs gehen, dass es hier ganz, ganz leicht dunkler ist, beziehungsweise hier der Schwarzwert bei der Forerunner 955 etwas besser ist. Des Weiteren haben wir bei der Uhr auch noch ein Solarpanel verbaut. Das kann man hier gar nicht ganz gut sehen. Es geht hier bei dem Garmin los. Es geht einmal außen rum und ist hier quasi zwischen Display und Rahmen. Was die Displaygröße angeht, so ist sie genauso groß wie zum Beispiel jetzt bei der Phoenix 7X oder auch bei der Tactic 7. Wir sehen jetzt auch ganz gut, bei der Tactic 7 haben wir jetzt kein Solarpanel verbaut und dafür ist einfach hier so eine schwarze Blende drauf, die noch ein paar Werte hat, beziehungsweise was Optisches hermacht. Und die schwarze Blende wird quasi durch das Solarpanel ersetzt. Das heißt, Displays sind gleich, die Gehäuse sind auch identisch beziehungsweise ähnlich, nur halt ersetzt man hier den schwarzen Panel. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Solarpanel sind, würde ich einfach schon gleich mal auf die Batterielaufzeit eingehen, beziehungsweise auf Solarpanels selbst. Beim Panel könnt ihr euch ja nicht entscheiden, ob ihr jetzt mit oder ohne wollt. Es ist einfach direkt verbaut. Daher nur ganz kurz, wir sehen jetzt hier, wenn ich jetzt einen normalen Bürotag habe und etwas draußen bin, dass die Lademöglichkeiten doch sehr gering sind, obwohl der ganze Tag die Sonne geschienen hat. Das war jetzt gerade mal 10,2 K Lux. Ich blende euch einfach mal ein, was sich so in den letzten Wochen alles so gesammelt hat, auch bei Aktivitäten. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich mir jetzt wahrscheinlich kein Solarpanel holen, weil ich einfach viel zu wenig das nutze. Das lohnt sich halt wirklich nur, wenn ihr ganz, ganz, ganz viel draußen seid und nur Outdoor unterwegs seid. Und auch es ist ja so, dass die Akkulaufzeit der Uhr wirklich so gut ist, dass man hier eigentlich normalerweise kein Solarpanel benötigt. Es ist wie gesagt dabei, ihr könnt euch da gar nicht entscheiden, aber so könnt ihr jetzt mal sehen, was das Ganze hier ausmacht. Was die Akkulaufzeit angeht, der Uhr ist wirklich sehr, sehr gut. Ich nutze hier bei dieser Uhr das neue intelligente GPS. Also um das schon mal vorwegzunehmen, es gibt ja das Multiband-GPS, beziehungsweise jetzt von Garmin neu eingeführt, das intelligente GPS, was dann entsprechend das
ja, GPS sucht, ob es das Multiband ist oder ein anderes Satellit, um hier die optimale Bestimmung zu machen und das etwas akkuschonender, als wenn ihr mit dem Multiband unterwegs seid. Bei diesem Widget, was ich hier aktuell habe, und das kommt hier aus dem Garmin Connect IQ Store, also es ist ein Widget, was jetzt nicht von Garmin direkt angeboten wird, sondern von einem Entwickler. Das lade ich mir von den Uhren immer, wie gesagt, runter. Und jetzt sehen wir ganz gut, dass ich im Durchschnitt etwa 0,361% Akkuverbrauch pro Stunde habe. Was mache ich mit der Uhr? Ich bin so 3-4 Mal die Woche unterwegs, laufe etwa 1 bis 1,5 Stunden und trage die 24/7 auch zum Schlafen. Habe jetzt auch ständig den Pulsoximeter angehabt, um einfach das zu testen. Und wir sehen hier, dass wirklich ein sehr guter Verbrauch ist. Geschätzte Zeit wäre jetzt rund 8,4 Tage bei 72%. Aber je nachdem, wie ihr die Uhr einstellt, könnt ihr das deutlich nochmal verlängern. Und ich bin wirklich sehr begeistert, was die Akkulaufzeit hier bei dieser Uhr angeht. Was die Uhr ebenfalls verbaut hat, ist ein Touch-Display, also wir können hier wirklich komplett durchfahren und uns das Ganze hier anschauen. Und bei den Garmin eigenen Widgets, also die vorinstalliert sind, können wir auch hier direkt in die Widgets hineingehen. Wenn wir zum Beispiel oben ins VO2 Max gehen, drücke ich einfach ganz lange drauf und komme direkt hier in das Widget und kann mir dann diese Daten ja entsprechend anschauen. Was ich ebenfalls noch machen kann, ist das Display hier schnell entsperren. Da können wir einfach hier oben einmal links und einmal rechts auf die Taste kurz drücken. Und dann bekommen wir automatisch das Display gesperrt. Dann sehen wir hier, das Ganze funktioniert nicht mehr. Das können wir auch dann so wieder entsperren. Oder auch, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid und irgendwo mitten im Menü, könnt ihr einfach auch hier kurz draufdrücken. Und da sehen wir auch, da sind wir direkt wieder auf der Uhrenoberfläche und haben hier ja ganz schnell das Ganze wieder zurück navigiert. Dann, wie ihr es von Garmin gewohnt seid, habt ihr oben links, wenn ihr lange auf die Taste drückt, wieder das Schnellauswahlmenü und da kommen wir schon zu der besagten Taschenlampe. Wir können einfach mal hineingehen, dann sehen wir hier, wir können die Taschenlampe wieder entsprechend hier steuern, wie wir es schon von der Phoenix kennen oder von der Tactix. Dann sehen wir hier ein normales Weißlicht, beziehungsweise ich kann das Ganze auch hier als Rotlicht anlegen und ich habe hier zum Beispiel Möglichkeiten auch ja, ein Stethoskop anzulegen oder ein Notrufmuster auszuführen. Bei Laufaktivität könnt ihr auch entsprechend hier auch die Taschenlampe hinterlegen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch bewegt und nach vorne bewegt, könnt ihr das Licht nach vorne leuchten lassen. Wenn ihr die Hand nach hinten bewegt, auch rot leuchten lassen. So ist dann auch immer so ein kleines Licht bei euch, dann, ja, dass ihr dann entsprechend erkannt werdet. Dann können wir hier auch nochmal das Touch-Display einstellen, was wir gerade eben schon gesehen haben. Also hier nochmal ein- und ausschalten, beziehungsweise auch den Schlafmodus nutzen. Und wir können auch hier die Herzfrequenz senden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Swift nutzt oder ja das Ganze auf dem iPad nutzt, könnt ihr hier die Daten senden. Ihr braucht jetzt nicht direkt einen Brustgurt, weil hier ist ja auch ein optischer Herzfrequenzsensor verbaut und der übermittelt euch dann via Bluetooth dann ja die Daten direkt an Swift beziehungsweise an das iPad. Dann haben wir ja auch die Möglichkeit, einen Referenzpunkt zu setzen. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, das werden wir auch gleich nochmal sehen, da gibt es eine Aktivität, können wir auch hier Referenzpunkte setzen. Das ist also quasi die Aktivität, die wir auch über die Aktivitäts-App starten können. Und da haben wir die Möglichkeit hier, ich habe jetzt schon einen Punkt gesetzt, einen Punkt zu setzen, indem wir hier auf Start gehen. Das geht jetzt natürlich hier schwierig, weil ich jetzt gerade im Keller bin. Dann sehen wir einmal, GPS-Daten können verwendet werden oder auch ein Ziel einrichten, wo ich hin möchte. Dann haben wir natürlich noch den Energiesparmodus. Wir sehen jetzt hier, wir können hier das Ganze dann etwa ja, verlängern und wir sehen auch schon, hier wird alles direkt dunkler. Ich habe jetzt aktuell die Uhr auf 100% Helligkeit eingestellt. Jetzt machen wir das Ganze wieder aus und dann sehen wir hier, das Ganze wird dann wieder hell. Also wie gesagt, hier ist jetzt komplett die maximale Ausleuchtung, die ihr gerade seht. Dann haben wir es von Garmin gewohnt seid, auch wieder die Möglichkeit, Offline-Musik mitzunehmen. Also sei es jetzt von Spotify, von Amazon oder von Deezer, das ist auch wieder möglich und ihr könnt dann auch entsprechend hier Bluetooth-Kopfhörer verbinden und könnt dann ohne Handy rausgehen und dann Musik hören. Dann gibt es natürlich noch die klassischen Uhrenfunktionen, beziehungsweise ich kann auch nochmal die Position speichern, wo ich gerade unterwegs bin. Und natürlich kann ich hier auch entsprechend mein Telefon suchen oder hier auch den Nicht-Stören-Modus einstellen. Wenn wir dann länger mittlere Taste drücken, sehen wir auch, dann gibt es noch Steuern hinzufügen, dass wir noch weitere Sachen hinzufügen könnten, wie zum Beispiel alternative Zeitzonen, Barometer oder auch direkt die Beleuchtung steuern. Und so habt ihr auf jeden Fall die Option, das Ganze hier nochmal zu erweitern. Die Uhr unterstützt auch WLAN, das heißt, wenn ihr das Ganze einrichtet, dann können auch eure Aktivitäten, die wir gemacht haben, hier übers WLAN synchronisiert werden. Ihr braucht nicht direkt die App, beziehungsweise ihr bekommt dann auch direkt Over-the-Air-Updates. Dann kommt dann irgendwann ein Pop-up und sagt, hier, ein neues Update ist da, wollt ihr es installieren und dann könnt ihr es entsprechend installieren und müsst dann nicht direkt an Garmin Express anbinden. Was ich ja aber empfehlen würde, das ist hier bei den Karten das Ganze über Garmin Express zu machen, weil hier ist das Thema Update beziehungsweise Karten herunterladen dauert sehr, sehr lange. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ganze hier, wie gesagt, über Garmin Express und den Computer durchzuführen. Ja, bevor ich euch die Widgets zeige, möchte ich ganz kurz zeigen, was für eine Version wir auf der Uhr haben. Da ich hier an einem Beta-Programm teilgenommen habe, beziehungsweise Beta-Programm mitmache. Ich habe mir nämlich die neueste Version von der Enduro 2 heruntergeladen, weil es nämlich hier ein paar Änderungen gibt gegenüber der alten Version. Und aktuell ist auf der Uhr hier die Softwareversion 9.33.
Der Finger, den ich gerade drauf habe, ist die ID der Uhr. Das möchte ich jetzt euch nicht zeigen. Aber hier ist wie gesagt die neueste Version und hier zeige ich euch dann auch schon ein paar Sachen, die neu hinzugekommen sind, beziehungsweise was die Uhr jetzt auch alles bietet. Dann kommen wir aber mal zu dem Widget, was hier Garmin anzubieten hat. Viele Sachen sind auch schon Standard, die wir schon kennen. Einmal haben wir natürlich Solarintensität, das haben wir uns gerade eben angeschaut. Dann haben wir natürlich klassisch wie immer das Wetter und hier bekomme ich doch mittlerweile ein sehr detailliertes Wetter angezeigt. Das Wichtige an der Stelle ist aber, dass das Handy hier entsprechend ab und an hier synchronisieren muss, weil die Daten über das Handy gezogen werden, beziehungsweise über Garmin Connect. Und hier könnt ihr euch einstellen, ob ihr dann den Standort des Handys haben möchtet oder einen festen Standort und dann bekommt ihr auch entsprechend die Daten. Was wir bekommen ist natürlich wieder die gefühlte Temperatur, dann ja warm und kalt, beziehungsweise auch den Stand von wann das ist. Es ist 20:20 Uhr. Dann sehen wir nochmal den stündlichen Verlauf, wie sich das Ganze entwickelt, auch mit Regenwahrscheinlichkeit, die momentan so sehr zu wünschen übrig lässt. Also wir haben hier kaum Regen bis gar kein Regen. Und wir sehen auch hier das Ganze hier mit 17 Grad morgens um 7. Oder auch dann natürlich den täglichen Verlauf, beziehungsweise wie das dann täglich aussieht. Und dann auch noch einen kleinen Trend der nächsten 12 Stunden inklusive Regenwahrscheinlichkeiten. Wir sehen so unten dieser Balken, das ist 10%. Das heißt, umso mehr oder umso wahrscheinlicher wird, umso höher sind dann entsprechend die Balken. Was wir dann noch haben, ist der Taupunkt UV-Index. Der ist momentan bei mir 0, weil natürlich jetzt hier ja keine Sonne scheint. Deswegen haben wir aktuell auch keinen Taupunkt. Dann bekommen wir natürlich nochmal den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und wir sehen jetzt auch mittlerweile hier in 9 Stunden 43 ist das nächste Event bzw. Sonnenaufgang. Das ist jetzt auch hier angezeigt und wir sehen jetzt auch hier nochmal den Verlauf. Ja, wir sehen einmal hier den Sonnenverlauf, das ist helle. Dann haben wir hier eine Dämmerung und die Nachtphase und gerade den Bereich Dämmerung zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finde ich sehr interessant, weil das ist genau das, was eigentlich interessant wird, weil dann wird es dunkel, beziehungsweise dann ab 20:50 Uhr ist hier wirklich dunkel und dann müsst ihr entsprechend mit Licht unterwegs sein oder wenn ihr jetzt laufen geht, damit ihr wisst, wann es dann entsprechend dunkel wird. Ihr könnt es natürlich auch nach oben durchscrollen, dann sehen wir hier die nächsten Tage, wie das Ganze sich entwickelt, dann sehen wir hier, wie es leider immer früher dunkel wird. Was wir von Garmin ebenfalls kennen, ist die sogenannte Body Battery. Das ist jetzt der menschliche Akku, den wir hier sehen. Wir sehen hier, ich habe heute Nacht nur bis 84 Prozentpunkte aufgeladen. Also ich habe mich das Ganze erholt von meinem Workout, das ich gestern gemacht habe und habe aktuell 54 Punkte verloren. Das heißt also, ich bin jetzt noch ein bisschen im Soll. Die Einflussfaktoren der Garmin Body Battery sind unter anderem Schlaf. Also mit Schlaf ladet ihr das quasi auf. Das ist eigentlich so eine Art menschlicher Akku, der da simuliert werden soll. Was das Ganze entlädt, ist zum Beispiel Stress oder ja, wenn ihr zum Beispiel ein Workout macht, das strengt ja den Körper an, der muss da entsprechend arbeiten. Und dann sehen wir jetzt hier auch den Stress der letzten 4 Stunden. Der war jetzt bei mir doch, hielt sich halbwegs in Grenzen. Und dann gibt es hier eine Skala von 0 bis 100 und ja, bis auf einen kurzen Moment war alles in Ordnung gewesen. Da habe ich jetzt gerade draußen ein bisschen im Garten was gemacht. Und je nachdem das Ganze verlaufen ist, bekommt ihr eine entsprechende Stressanzeige. Damit das Ganze aber funktioniert, müsst ihr auch entsprechend hier die 24/7 Herzfrequenzmessung eingeschaltet haben, weil das Ganze auf den Daten der Herzfrequenz basiert. Wie das Ganze hier mit Stress und Body Battery funktioniert, das habe ich auch mal ein Video gemacht zur Corona, als ich Corona bekommen habe. Da ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, wenn man krank wird, wie sich das Ganze entwickelt, beziehungsweise wie sich die Werte ändern. Das ist auf jeden Fall mal lohnenswert reinzuschauen. Wie ich dann schon angesprochen habe, ist natürlich hier auch dann der Schlaf wichtig. Das Schlaftracking wird nach und nach wirklich besser. Also jetzt mit dem Update ist auch nochmal ein Ticken besser geworden. Wir sehen jetzt hier, wir bekommen hier erstmal einen Score angezeigt, dann wie die Qualität entsprechend war. Ich bekomme dann nochmal eine Anzeige hier, wie die Wach-, REM-, Leicht- und Tiefschlafen waren. Das wird mittlerweile auch recht gut erkannt, beziehungsweise die Aufwachphasen werden sehr gut erkannt mittlerweile. Dann bekomme ich nochmal so eine Auflistung ja in Stunden, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise so einen kleinen Text, der mir dann so sagt, ja, wie war das Ganze, was soll ich mit meinen Energiereserven machen, soll ich heute vielleicht mal ein bisschen Pause machen und bekomme so ein bisschen an die Hand, was ich tun soll, beziehungsweise was mir empfohlen wird. Und natürlich bekomme ich dann auch nochmal einen Sleep Score, der ist dann nachher für ein anderes Widget interessant. Und dann sehen wir hier auch den Verlauf. Also ich habe jetzt nicht so gute Nächte gehabt. Also mit Kindern ist es halt immer ein bisschen manchmal durchwachsen. Aber wir sehen hier, dass es auf jeden Fall eine besser ansteigende Form hat, was den Schlaf angeht. Was ich ebenfalls habe, ist, wenn wir hier lange auf die mittlere Taste drücken, dass wir auch die Schlafeinstellung durchführen können. Und wir sehen auch hier, dass wir einen Plan anlegen können. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Tage habe und beziehungsweise ja Schicht arbeite, kann ich mir auch einen Schlafplan hinterlegen. Also Garmin braucht auf jeden Fall Zeiten, wann ihr schlaft, um auch den Schlaf wirklich zu erkennen. Das heißt, wenn es da mal abweicht, kann es auch sein, dass ihr den Schlaf nicht erkennt. Das ist ein bisschen ja schlecht, was das angeht. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall einstellen, wie ihr schlafen möchtet oder beziehungsweise wie bei euch jetzt in nächster Zeit der Schlaf aussieht und könnt es dann hier hinterlegen. Das ist vielleicht gerade für Leute, die in Schicht arbeiten, Krankenschwestern oder in der Automobilindustrie etc., könnte das hier von Interesse sein. Natürlich haben wir dann klassisch auch noch den Schrittzähler dabei, beziehungsweise eine Kalorienmessung von Aktiv- und Passivkalorien. Wir sehen es hier, ich habe mal einen sehr entspannten Tag gehabt
Und hier ist auch wirklich wichtig, dass ihr eure Daten hier richtig hinterlegt, also ob ihr jetzt männlich, weiblich seid, Gewicht muss richtig hinterlegt sein, damit hier auch das Ganze richtig ermittelt werden kann, weil da ist gerade das für die Ruheenergie wichtig, dass da die Werte stimmen. Und wir sind auch hier in einem Balken, wie gesagt, ich habe heute nicht so viel gemacht, dass wir Rot und Blau haben, und hier könnt ihr dann entsprechend reinschauen, wie sich die Aktivkalorien zusammensetzen. Und wenn wir das Ganze mal runterscrollen, sehen wir auch jetzt zum Beispiel, gestern habe ich ein Workout durchgeführt und habe hier über 1000 Kilokalorien dabei verbrannt, und im Wochendurchschnitt waren es etwa 408 Aktivkalorien. Dann haben wir natürlich ein 24/7 Herzfrequenzmesser an Bord, dann können wir uns auch entsprechend natürlich die Herzfrequenzdaten anschauen. Da ich die Uhr jetzt gerade nicht anhabe, habe ich natürlich jetzt keine Werte, aber hier sehen wir den Tagesverlauf, war jetzt wirklich sehr entspannt gewesen, und ihr bekommt auch eine Übersicht der Ruheherzfrequenz. Und was wir auch ganz gut sehen, dass mir das letzte Woche nicht so besonders ging, also ein bisschen angeschlagen, das kann man hier auch sehr gut im Ruheherzfrequenzbereich sehen. Da sehen wir hier, dass das Ganze entsprechend hoch ist und sich das Ganze wieder runter bewegt hat und ich aktuell bei 41,40 Schlägen liege. Dann haben wir natürlich hier noch den Pulsoximeter verbaut, der misst den Blutsauerstoffgehalt. Das macht er auch ganz zuverlässig. Wir sehen hier, ich habe hier den 24/7 eingeschaltet, um einfach auch hier die maximale Leistung der Uhr zu nutzen, um den Akkuverbrauch zu sehen. Ich empfehle das aber jetzt nicht den ganzen Tag einzuschalten, außer ihr seid jetzt über über 2000 Höhenmeter unterwegs, dann braucht es dann wirklich, um zu wissen, wie der ganze Stand ist. Ich würde das Ganze an eurer Stelle, wenn ihr es nutzen möchtet, nur beim Schlaf machen, um einfach zu schauen, ob das beim Schlaf passt. Die Werte passen eigentlich auch ganz gut. Ich habe hier keine großen Ausreißer gehabt, und so könnt ihr dann überwachen, ob ihr dann vielleicht Atemprobleme habt, Atemaussetzer beim Schlafen. Das könnt ihr hier ein bisschen überwachen. Aber ich muss dazu sagen, das Ganze sind hier keine medizinischen Werte. Es sind Richtwerte. Wenn ihr jetzt was auffällig beim Schlafen seht, bekommt es keine Panik, geht mal zum Arzt, lasst euch davon messen, da gibt es dann auf jeden Fall genauere Werte, aber es ist zumindest mal als Richtwert nicht schlecht und könnt euch da entsprechend orientieren, wie es da bei euch umsteht. Ja, dann kommen wir auch schon zum Leistungsbereich. Wir sehen jetzt hier einmal meine VO2 Max, schon mal eine Übersicht von 46, beziehungsweise hier bekomme ich auch schon meine Prognose angezeigt für den 5-Kilometer-Lauf. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Da bekomme ich, wie gesagt, einmal hier die VO2 Max beim Laufen. Das Ganze ist aber nur fürs Laufen. Wenn ihr VO2 Max fürs Radfahren haben möchtet, da müsst ihr dann entsprechend mit einem Brustgurt bzw. einem Leistungsmesser rausgehen mit dem Fahrrad. Also ihr braucht ein Leistungsmesser am Rad oder auch Indoor-Räder gehen auch. Ich habe zum Beispiel den Kicker Snap, da kann ich dann auch Leistungswerte abrufen und das Ganze verbinden, und da bekomme ich dann auch VO2 Max Werte fürs Radfahren. Ich blende es einfach mal ein, wie das bei mir aussieht. Das sind jetzt noch alte Werte, weil ich das nur Indoor habe, und das könnt ihr mal sehen, wie das Ganze dann in der App aussieht. Dann sehen wir noch den Laktatschwellenwert, den kann man manuell eingeben, beziehungsweise ich lasse den bei mir immer ermitteln, beziehungsweise da kommt irgendwann ein Pop-up und sagt, hier, da hat sich was bei dir verbessert oder verändert, dann kannst du die Werte annehmen und dann könnt ihr das hier hinterlegen. Was das Widget aber auch noch kann, ist die sogenannte Laufprognose. Wir sehen jetzt hier, wir haben einmal für den 5-Kilometer-Lauf eine Laufprognose. Wir sehen auch hier, ich habe mich kontinuierlich durchs Training verbessert. Also die Kurve geht nach unten. Nach unten ist gut, weil dann wird die Zeit kürzer. Wir sehen jetzt hier 26 Minuten 38 wäre jetzt die Laufprognose für 5 Kilometer. Beziehungsweise für die 10 Kilometer Variante wären es jetzt 58,40. Wir sehen es hier, ich habe gestern gefilmt und war sehr langsam unterwegs. Also ich habe für 8 Kilometer irgendwie über eine Stunde 40 gebraucht, und da hat sich die Prognose jetzt auch schon ein bisschen verschlechtert. Aber wir sehen hier in den letzten 4 Wochen meine Entwicklung. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal für den Halbmarathon anschauen. Wir sind auch hier, da hat sich auch deutlich verbessert, und das sind auch Zeiten, die ich wirklich schaffe. Und natürlich das Ganze dann auch noch für die Marathonprognose. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das Ganze schaffe. Ich habe es schon ein paar Mal im Video gesagt, Marathon selber bin ich noch nie gelaufen und habe da auch noch gar keine Erfahrung, was das angeht. Ich zweifle es an, ob ich den tatsächlich 5 Stunden 5 schaffen werde. Das nächste Widget kommt jetzt auch mit der neuen Version, und zwar das ist der Trainingszustand. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Das kennen wir auch schon von der Forerunner 955 beziehungsweise jetzt von der Forerunner 255. Mit diesen Uhren ist das Ganze hineingekommen. Wir sehen auch, mein VO2 Max hat sich jetzt nicht verändert, ist gleichbleibend. Also wir bekommen hier einfach mal so eine Übersicht, dass ich Formerhalt habe, und meine aktuelle Belastung ist optimal. Das heißt also, mein Training ist optimal ausgeglichen. Wir können natürlich auch in das Widget nochmal hineingehen. Da bekomme ich nochmal eine Übersicht meiner aktuellen Belastung. Da können wir auch mal reinsehen. Dann sehen wir jetzt hier einmal meinen Trainingsload. Und wir sehen jetzt hier, dass deine Aktivität rausgefallen ist und der Trainingsload entsprechend runtergegangen ist. Morgen steht bei mir wieder ein Training an. Heute mache ich einen Tag Pause. Und wir haben eine aktuelle Belastung von 265, und ihr bekommt für jede Aktivität, die ihr macht, eine Bewertung oder ein Trainingsload, und das wird dann entsprechend hier aufgewertet, und ihr müsst euch einfach hier in diesem grünen Bereich bewegen, und wenn ihr in diesem grünen Bereich seid, dann haben wir jetzt hier bei mir, ist jetzt Formerhalt, weil es im unteren Ende ist. Wenn ihr euch im oberen Ende des Trainingsloads bewegt, dann seid ihr in Formaufbau, beziehungsweise baut die Form entsprechend auf.
Und wenn ihr natürlich hier nicht optimal trainiert, das heißt, wenn ihr zu einseitig trainiert, dann kann es sein, dass ihr auch dann unproduktiv bekommt. Ich habe auch mal ein Video zu dem Ganzen gemacht, was Garmin eigentlich darunter versteht. Das verlinke ich dir mal. Da sind die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten bzw. Trainingsbezeichnungen nochmal explizit erklärt. Ja, dann haben wir auch den Belastungsfokus, also das heißt, in welchen Bereichen trainiere ich gut oder beziehungsweise bin ich im ausgeglichenen Trainingsbereich. Und wir sehen hier im anaeroben Bereich bin ich zu gering. Da können wir einfach mal reinschauen. Dann sehen wir hier oben, da ist der Bereich, da bin ich außerhalb dieses weißen Kastens. Das wäre der Optimalbereich. Da müsste ich jetzt ein Training entsprechend machen, also zum Beispiel Intervalltraining, um das Ganze hier wieder ein bisschen anzugleichen. Auch hier ist es so, wir sehen jetzt hier die letzten 4 Wochen, das heißt also vom 3. August bis 30. August. Das bedeutet, wenn ich jetzt morgen das Ganze anschaue, steht hier dann vom 4. bis zum 30. Und wenn ihr ein Workout am 3. gemacht habt, fällt er entsprechend raus und ihr müsst dann entsprechend immer am Ball bleiben, um hier die Konstanz zu wahren. Dann haben wir nochmal einen Überblick der VO2 Max, das haben wir gerade eben gesehen. Dann haben wir noch den HFV-Status, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Ja, was ist die Herzvariabilität? Das ist die Veränderung der Herzschläge, also im Millisekundenbereich. Und wir sehen hier, dass ich aktuell einen Schnitt von 93 habe. Und bei der Uhr ist es so, um hier richtige Werte zu bekommen oder beziehungsweise eine Auswertung zu bekommen, das werden wir nachher noch in einem anderen Widget sehen, muss ich die Uhr 3 Wochen tragen, damit ich hier meine Daten bekomme. Im Zuge des Tests der Forerunner 955, da habe ich die 3 Wochen schon hinter mir. Da sehen wir jetzt mal, wie die Daten dann entsprechend aussehen. Übrigens ist es auch so, wenn hier Garmin-Uhren wechselt, dann muss er die 3 Wochen erst nochmal sammeln. Also das ist wirklich uhrenspezifisch hier auf der Uhr drauf, die Daten. Und ihr könnt die dann nicht übertragen, wie es bei anderen Daten als ist. Wir haben jetzt hier HVF-Status auf optimal, ist ausbalanciert. Das heißt also, was sind die Einflussfaktoren? Es ist zum Beispiel Alkohol, schlechter Schlaf oder auch zu viel trainiert oder Training generell. Das führt dazu, dass hier die Werte sich positiv oder negativ ändern. Und wenn wir mal reingehen, bekommen wir hier so eine Übersicht. Also wie gesagt, es werden 3 Wochen die Daten ermittelt. Wir sehen auch hier 102, also es war jetzt schlechter. Ich habe gestern Workout gemacht und das hat man gleich entsprechend schon gesehen. Und normalerweise bewege ich mich hier bei 89 im Schnitt. Wir bekommen dann auch nochmal eine Übersicht angezeigt, wie sich das Ganze dann über die Nacht zusammengesetzt hat, von 0:11 Uhr bis 6:43 Uhr. Das war die Schlafenszeit. Und so habe ich dann nochmal eine kleine Übersicht, wie das Ganze sich zusammensetzt. Wir sehen hier dann den 7-Tage-Schnitt. Das Ganze spielt aber dann nachher bei einem Widget, was wir gleich noch kommen, eine Rolle. Da geht es um Trainingszustand, wie es aktuell aussieht, weil da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, wie ihr euch dann entsprechend erholt habt. Dann haben wir natürlich noch eine Erholungszeit, die ist jetzt bei mir 0 Stunden, weil ich jetzt mich ja komplett erholt habe. Hier steht auch vollständig erholt. Und dann bekomme ich hier auch nochmal eine kleine Anzeige, was ich da machen kann. Also wenn ihr jetzt ein Workout gemacht habt, kann es sein, also wenn es ein starkes Workout war, kann auch mal sein, dass ihr bis zu 3 Tagen hier eine Pause verordnet bekommt. Dann haben wir noch die Hitzeakklimatisierung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid bei über 22 Grad, dann wird hier das Ganze ja akklimatisiert, beziehungsweise die Uhr ermittelt dann, wie ihr euch der Hitze angewöhnt, weil wenn ihr viel draußen warm unterwegs seid, das merkt ihr ja selber, dann gewöhnt ihr euch immer mehr an die Hitze, wenn es draußen warm ist. Na gut, es gibt irgendwann einen Grenzwert, aber im Regelfall über 20 Grad, da merkt es dann, dass ihr euch daran gewöhnt, das ist wieder okay. Und das Ganze spielt dann auch bei der VO2 Max eine Rolle. Wenn es dann wieder kälter wird, gehen die Werte natürlich wieder zurück. Das sehen wir hier. Aktuell gehen die Werte zurück, weil ich mehr abends laufe und es da entsprechend etwas kühler ist. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für Höhenakklimatisierung. Das kann ich auf der Uhr euch nicht mehr zeigen, weil ich jetzt so lange schon von den Bergen weg war, dass da keine Werte mehr stehen. Ich blende euch das mal ein, wie das Ganze aussieht. Und hier bekommt ihr natürlich dann auch eine Anpassung, ob ihr euch dann entsprechend an die Höhe gewöhnt habt, beziehungsweise auf welche Höhe ihr euch gewöhnt habt. Dann, wie ich das schon angesprochen habe, das nächste Widget, was hinzukommt, ist die Trainingsbereitschaft. Und wir sehen jetzt hier, aktuell ist sie mäßig bei 71 Punkten von 100. Und wir sehen auch hier, wir haben hier mehrere Balken oder beziehungsweise 5 Balken. Einmal rot, orange, grün, hellblau und lila. Umso weiter ihr hinten seid, umso besser ist das Ganze. Es heißt einfach mäßig, ich soll jetzt vielleicht kein starkes Workout machen. Und warum das so ist, das gucken wir einfach mal rein. Das hat seine Gründe. Wir sehen auch hier nochmal das Ganze hier in der Übersicht, bereit für den Tag. Das ändert sich übrigens auch über den Tag hinweg. Das heißt, wenn ihr euch einen Tag gut erholt, kann auch sein, dass die Werte sich entsprechend nochmal anpassen in die positive oder in die negative Richtung. Ja, wie setzt sich das Ganze aber dann zusammen? Wir haben jetzt einmal hier den Schlaf, der ist bei mir ausreichend, weil ich einen Score von 77 hatte. Also über 80, 90 sollte das dann schon sein, um hier einen besseren Bereich reinkommt. Es war jetzt okay, aber es war natürlich noch nicht hervorragend. Dann haben wir noch die Erholungszeit, die wirkt sich hier maximal positiv aus. Wir sehen hier einen grünen Balken, also hier oben ist so ein bisschen leicht rot. Hier haben wir maximal Erholungsbalken oder Erholungszeit erreicht. Dann haben wir noch den sogenannten HVS-Status.
Dafür gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz in die Forerunner 955 rein. Sehen wir auch hier, das Ganze setzt sich zusammen und das sehen wir jetzt hier, HVL-Status ist ausbalanciert. Also wir haben gesehen, es war noch im unteren Bereich, aber es war noch okay. Da gibt es auch wieder einen grünen Punkt und grünen Balken. Das heißt also, das wirkt sich positiv auf meine Trainingsbereitschaft aus. Das ist hier momentan noch grau, aber das ist wie gesagt einer der Faktoren, die dann mit eingehen. Dann haben wir noch die aktuelle Belastung, also das Trainingsload, ob ihr übertrainiert seid oder untertrainiert seid. Da bin ich im optimalen Bereich, das ist momentan auch grün. Und dann haben wir noch das Schlafprotokoll. Und wenn wir hier reingehen, also wir können übrigens auch in jedes einzelne Widget nochmal hineingehen und nochmal das entsprechend anschauen. Also ihr seht hier, das ist alles kein Problem, das ist alles hier verlinkt. Und beim Schlafprotokoll sehen wir jetzt einfach, ja, dass sich mein Schlafprotokoll verbessert hat. Und hier wird auf die letzten 7 Tage geschaut. Das heißt, der Wert morgen fällt hier hinten raus. Und wenn ich gut schlafe, wird das Ganze immer wieder besser. Zu guter Letzt haben wir dann noch das Stressprotokoll. Da sehen wir hier den Verlauf auch der letzten 7 Tage. Dann sehen wir hier, dass ich mich am Wochenende gut erholt habe. Es war auch wirklich ein erholsames Wochenende. Und was wir da auch ganz gut sehen, ich habe gestern Workout gemacht am Montag. Da ist der Stress hochgegangen, weil der Körper natürlich extrem belastet wird, beziehungsweise belastet wird. Ich habe ein Bergtraining gemacht, bin viel hoch und runter gelaufen. Und wir sehen auch, dass das Ganze sich auf den heutigen Tag auch noch ausgewirkt hat. Diese Elemente werden hier alle genutzt, um hier dann entsprechend hier einen Trainingszustand anzuzeigen. Das Ganze hilft euch auch gerade für den Einstieg wirklich danach zu orientieren, wie die Trainingsbereitschaft ist. Also ich finde das Widget, wie gesagt, sehr, sehr gelungen und ja, widerspiegelt tatsächlich auch meinen Zustand. Falls ihr die Uhren auch schon tragt oder beziehungsweise Erfahrungen damit gemacht habt, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob das bei euch auch immer zugetroffen hat oder ob es bei euch da Abweichungen gegeben hat. Was ebenfalls neu hinzukommt, ist dann das Wettkampf-Widget. Auch das kennen wir jetzt von der Garmin Forerunner 255 955. Es hat es nun auch endlich auf die großen Phoenix-Uhren und Enduro-Uhren geschafft. Wir sehen es hier, ich habe hier mal einen Lauf hinterlegt, zum Beispiel den Hexenlauf haben wir hier. Da bekomme ich eine Übersicht. Im Übrigen habe ich auch hier ein Video gemacht und das Ganze mal erklärt, wie man es einrichtet, wie das Ganze funktioniert. Das verlinke ich euch oben mal. Das ist übrigens für alle Uhren gleich. Ich zeige es hier mit der Forerunner 255, trifft aber auf die Phoenix und Enduro-Uhren ebenfalls zu. Ihr könnt euch hier entsprechend einen Wettkampf raussuchen, beziehungsweise hier in den Kalender gehen auf Garmin Connect und entweder einen eigenen Wettkampf anlegen oder ich habe jetzt einfach hier einen Hexenlauf rausgesucht, also das heißt wirklich so. Und das könnt ihr dann entsprechend hinterlegen. Und dann sehen wir auch hier, das Ganze findet um 11:30 Uhr statt, am 23. Oktober 2022. Dann bekomme ich hier so ein paar Informationen, wie die Prognose meines Laufs ist. Wir sehen hier 58 Minuten 40 wäre die aktuelle geschätzte Prognose der Strecke. Und ich bekomme auch schon mal hier die durchschnittlichen Temperaturen angezeigt um 11:30 Uhr. Wir sehen auch hier, das Ganze findet in Rottgau statt, beziehungsweise das Ganze ist wie gesagt am 23. Und hier wäre die Durchschnittstemperatur um 11:30 Uhr bei 11 Grad und habe so eine kleine Übersicht. Auch hier sehen wir dann Minimum 7 Grad bis maximal 13 Grad. Das Widget hat aber noch eine ganz andere Stärke. Ihr könnt einmal angeben eine Zielzeit oder ob ihr dann entsprechend das Ganze erreichen wollt, also je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet. Wenn ihr oben auf den Knopf drückt, bekommt ihr nämlich tägliche Trainingsvorschläge. Diese täglichen Trainingsvorschläge werden auch in der Lauf-App angezeigt, also ihr müsst nicht direkt hier reingehen, aber ihr könnt euch mal hier eine kleine Übersicht verschaffen, wie euer Trainingsplan aussieht. Das heißt, Garmin macht für euch oder beziehungsweise das Widget erstellt für euch nach Maßgaben eures Zieles hier einen Trainingsplan. Wir sehen einfach hier, heute wird zum Beispiel ein Basistraining dran, morgen ein Erholungstraining und so bekommt ihr hier so eine kleine Anzeige und wir können uns das Ganze zum Beispiel anschauen am Freitag, was das Ganze hier wäre. Wir sehen hier so ein kleines Sprinttraining wäre hier dabei. Zudem gibt es dann auch eine Planübersicht, da könnt ihr auch reingehen, da bekommt ihr dann erklärt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Also vom 30. August bis 5. September hier zum Beispiel ein Grundlagentraining oder dann eine Aufbauphase vom 6. bis 22. September bzw. Höchstphase und so bekommt ihr dann entsprechend hier angezeigt, wie sich das Training zusammensetzt. Dann gibt es auch nochmal eine Übersicht des Wettkampfkalenders. Ich habe jetzt nur einen Wettkampf drin, das heißt, wenn jetzt hier mehrere Wettkämpfe drin wären, könnt ihr entsprechend hier die mehrere Wettkämpfe verwalten und auch hier nochmal direkt in den Wettkampf hineingehen. Was mit dem Update ebenfalls hinzugekommen ist, ist dann das Radfahrvermögen. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich aktuell kein Leistungsmesser habe und kein Herzfrequenzmesser. Also Herzfrequenzmesser habe ich, aber kein Leistungsmesser fürs Fahrrad. Und Indoor bin ich noch nicht gefahren. Ich blende euch einfach jetzt mal hier an der Seite ein, wie das Ganze hier aussieht. Und hier wird einfach dann nochmal gezeigt, wie euer Fahrradprofil aussieht, beziehungsweise wie ihr trainiert seid, ob ihr ausbalanciert seid. Also wir haben es vorhin beim Laufen gesehen. So wäre das Ganze hier auch entsprechend beim Radfahren. Dann gibt es natürlich wie immer auch einen Garmin-Coach, das ist eigentlich mittlerweile auf allen Uhren dabei, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erklärt.
Da gibt es einfach ja einen Trainer oder 3 Trainer, die euch für 5 Kilometer, 10 Kilometer oder Halbmarathon ja einen Trainingsplan erstellen. Ihr könnt einmal ja die Pace machen oder das Ganze auch zu schaffen. Und hier bekommt ihr in Videos dann angezeigt, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze richtet sich so ein bisschen an Einsteiger, beziehungsweise ja, wenn ihr jetzt euch ja, euer Fitness ausbauen wollt, könnt ihr das Ganze auch nutzen, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt. Das ist wirklich sehr gut gemacht und nimmt euch so ein bisschen an die Hand, um euch ja besser zu trainieren. Ich habe es ja mal schon im Blog getestet und habe das auch sehr erfolgreich getestet. Ich habe es bei einem Halbmarathon gemacht und habe da auch schon meine Zeit erreicht, sogar tatsächlich vor dem Trainingsplan oder vor dem Trainingsplanende, und finde es auch wirklich sehr motivierend an dieser Stelle. Dann haben wir das sogenannte ABC-Widget, das kennen wir auch schon von vielen Garmin-Uhren, wenn wir mal hineingehen. Das ist eigentlich jetzt so eine Zusammenfassung mehrerer Widgets. Wir sehen jetzt hier einmal den Kompass, den wir haben mit dem Höhenmesser, und natürlich dann ein Barometer ist hier verbaut, also hier ist auch ein barometrischer Höhenmesser verbaut. Dann haben wir natürlich hier einmal, wie gesagt, die Höhenmessung und auch dann hier den Barometer. Und wie ihr es von Garmin gewohnt seid, könnt ihr dann auch entsprechend hier eine Unwetterwarnung einrichten. Das könnt ihr dann individuell machen. Ich habe es sogar jetzt gerade ausgestellt, sehe ich gerade. Und hier könnt ihr dann auch einstellen, bei wie viel Minibar dann sich das Ganze hier melden soll. Und dann bekommt ihr hier eine Unwetterwarnung auf die Uhr. Natürlich unterstützt die Uhr auch wieder Golf. Das kennen wir ja auch schon von vielen Garmin-Uhren, dass das Ganze hier mit den Golfplätzen unterstützt wird. Kann ich jetzt aber auch keine Erfahrung geben. Also wenn ihr Golfer seid, dann könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Ganze brauchbar ist. Ihr könnt euch die Plätze dann entsprechend herunterladen. Also hier gibt es eigentlich fast alle Plätze, die es jetzt zum Umkreis gibt. Zumindest bei mir sind alle enthalten. Und da könnt ihr dann entsprechend anschauen, wie die Löcher aussehen, und könnt euch da ein bisschen orientieren. Dann haben wir natürlich wieder die Benachrichtigungsfunktion. Ich habe momentan jetzt das Handy gerade ausgeschaltet, deswegen sehen wir nichts. Da bekommt ihr dann hier WhatsApp oder E-Mails angezeigt. Es ist aber so, dass hier bei WhatsApps ihr nicht antworten könnt. Ihr könnt jetzt hier nur lediglich die Nachricht lesen, aber antworten direkt geht darauf nicht. Was ebenfalls mit dem Update hineingekommen ist, das hat mit Sport jetzt nicht viel zu tun. Ich will es einfach trotzdem mal zeigen. Keine Ahnung, was der Hintergrund ist, warum das jetzt dabei ist. Das sind jetzt Börsenindex oder Indizes. Ja, ihr könnt euch dann hier entsprechend ja Börsendaten hinterlegen oder Aktiendaten hinterlegen. Wir sehen jetzt hier aktuell ja die verschiedenen Daten, und ich habe mir zum Beispiel jetzt hier, also standardmäßig sind übrigens hier die ersten 3 Werte enthalten gewesen, und ich habe mir zum Beispiel jetzt hier die Garmin-Aktie hinterlegt. Ihr könnt euch dann auch mal die Details anschauen. Also wenn ihr reingeht, seht ihr auch dann nochmal die Aktienverläufe, die ihr dann hinterlegt habt, und bekommt hier so eine kleine Übersicht. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nutzen, aber ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen hier interessant. Wir sind natürlich bei einer Sportuhr und da wollen wir die Aktivitäten sehen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da sehen wir jetzt hier, das sind jetzt alles meine Favoriten, die ich angelegt habe. Wir haben natürlich wieder die klassischen Sachen wie Laufen, Trailrun, Gehen, Mountainbiken und Cardio und Yoga. Hier werden auch animierte Workouts unterstützt. Also wenn wir zum Beispiel in Yoga hineingehen, können wir auch sehen, dann gibt es hier zum Beispiel einen Trainingskalender, und da können wir uns auch entsprechend ja Trainings anschauen, zum Beispiel Sonnengruß. Dann gibt es hier 53 Abschnitte. Die kann ich mir dann entsprechend anschauen und bekomme dann angezeigt, wie ich die Übung durchführen soll. Dann haben wir natürlich die klassischen Sachen wie Navigieren, und das Ganze ist hier dann auch mit Karten möglich. Also ihr könnt euch da mit Karten navigieren lassen. Eine Besonderheit bei der Navigation ist, dass wir jetzt auch hier ja Kreuzungen angezeigt bekommen. Also ihr könnt euch dann immer die nächste Kreuzung auf der Karte anzeigen lassen, und die ist dann auch mit dem Namen versehen, beziehungsweise auch wie weit die dann entsprechend weg ist. Das ist jetzt eine Besonderheit der Enduro 2, das habe ich jetzt auf den anderen Uhren aktuell noch nicht, und bietet auch nur entsprechend, wie gesagt, die Enduro 2. Natürlich gibt es dann auch klassische Navigation, wie wir es kennen, mit Roundtrip-Routing. Also man kann sich dann eine Route erstellen, die dann ja im Umkreis, wo man gerade unterwegs ist, entsprechend hier navigiert, beziehungsweise dann natürlich auch eine Tour planen und das Ganze hier auch verfolgen. Dann haben wir natürlich noch den Expeditionsmodus, der euch hilft, beziehungsweise ja ganz selten GPS-Daten aufzeichnet und hier auf maximale Akkulaufzeit ist hier zum Beispiel jetzt hier 1 Stunde eingestellt. Das heißt, alle nur einmal die Stunde werden hier GPS-Daten genommen, und das ist halt für die maximale Akkulaufzeit bei einer Expedition. Dann gibt es natürlich hier auch die Karte und den Kartenmanager. Wir haben hier auch Skikarten verbaut, das heißt also auch entsprechende Skikarten können hier verwendet werden, und da sieht man dann auch, auf welcher Piste man unterwegs ist, beziehungsweise hier sind auch Unterschiede zwischen blaue und rote Piste. Wir können das Ganze dann auch nochmal im Kartenmanager verwalten, da können wir nochmal reingehen, dann sehen wir hier, aktuell ist ein Turbokarte Europa installiert mit 11,5 GB. Wir haben noch 15,8 GB übrig für weitere Karten, und wir sehen auch hier, sind noch mehrere Karten installiert, und wir sehen auch hier die SkiView-Karte. Dann haben wir noch eine Verbindung zum Connect IQ Store. Hier ist aber so, da kann man nur ein paar Apps löschen und updaten, also nur die Garmin-gängigen Sachen. Es sind hier nicht alle Apps vertreten, also das meiste müsst ihr dann tatsächlich noch übers Handy machen.
My Battery ist schon wie angesprochen hier eine App aus dem Garmin Connect IQ Store und wir sehen auch hier, dass die Stride Workout App hier funktioniert, beziehungsweise auch hier mit der Uhr verwendet werden kann. Was jetzt neu mit dem Update hinzugekommen ist, wenn wir jetzt mal hineingehen, ist jetzt auch hier eine neue Strukturierung. Also wir haben einmal hier Multisport, also das Ganze auch multisportfähig. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Auflistung der Aktivitäten. Das heißt, früher hatten wir eine ganz lange Liste, wo alle Aktivitäten drin waren. Jetzt können wir einfach hier hineingehen und sehen dann hier zum Beispiel bei Outdoor, wäre jetzt Wandern, Bergsteigen, Bouldern, Golf spielen, Jagen ist auch hier enthalten oder Angeln. Und so habt ihr das Ganze hier ein bisschen sortiert und müsst nicht mehr euch ewig suchen. Ja, also Laufen zum Beispiel, dann Ultrarun, Laufbahn, das sind jetzt alle Aktivitäten, die ich nicht in den Favoriten habe, werden dann hier aufgeführt und entsprechend verwendet. Hier haben wir zum Beispiel das Adventure Race und wenn wir das jetzt in die Favoriten haben wollen, drücken wir einfach hier drauf, sagen, okay, ich möchte es hier oben bei Laufen haben und dann wird das Ganze entsprechend hinzugefügt. Eine Besonderheit bei dem Adventure Race ist, dass wir hier, da bekommen wir schon gesagt, die Startzeit zur Verifizierung am Ende des Wettkampfs aufgezeichnet. Der Modus kann nur durch Stoppen der Aktivität verlassen werden. Wir sehen hier, GPS-Navigation werden aufgezeichnet, können jedoch nicht angezeigt werden. Das ist so eine Besonderheit hier. Das heißt also, hier bekommt ihr keine Navigation angezeigt, aber das Ganze wird dann trotzdem getrackt. Ich habe euch jetzt rechts einfach mal alles eingeblendet, was die Uhr unterstützt, weil es doch wirklich eine Vielzahl an Aktivitäten und da könnt ihr dann entsprechend schauen, ob das für euch dabei ist, was für euch relevant ist. Dann möchte ich aber noch zu ein paar Besonderheiten der Uhr eingehen, beziehungsweise die Besonderheiten beim Laufen. Und zwar, das habe ich hier mir auch schon entsprechend eingestellt. Hier übrigens nochmal, hier bereiten Sie für den Wettkampf vor, da bekomme ich dann nochmal die täglichen Trainings angezeigt, weil ich habe das jetzt gerade erst im Zuge des Videos hier eingerichtet. Und da bekomme ich jetzt auch nochmal hier meinen Trainingsvorschlag angezeigt. Was ich aber zeigen möchte ist, das zeige ich euch dann auch gleich nochmal hier in Live-Bildern. Es gibt bei der Uhr die sogenannte angepasste Geschwindigkeit. Und hier ist es so, wenn ihr einen Berg hochlauft, da seid ihr ja meistens sehr langsam unterwegs, weil es natürlich einen Berg hoch geht. Die Uhr erkennt das und errechnet dann hier die Geschwindigkeit an der Steigung angepasst. Das heißt also, wenn es steil ist, errechnet sie dann eure Pace, die tatsächlich wäre, wenn ihr auf dem Flachen wärt. Die Uhr unterstützt auch ebenfalls mit HRM-Run-Gurt bzw. mit Pro-Gurt auch die Leistungsmessung. Das heißt also, hier ist dann auch der Leistungsmesser mit dem neuen Patch verbaut, bzw. mit dem neuen Update. Das habt ihr dann auch entsprechend enthalten. Und natürlich könnt ihr dann auch wieder die Uhr nach eurem eigenen Bedarf gestalten, beziehungsweise die Datenfelder so einstellen, wie ihr möchtet. Die Uhr unterstützt auch ebenfalls Stamina, das heißt also, wenn ihr jetzt unterwegs seid und wissen wollt, wie eure Krafteinteilung ist, das wird hier entsprechend berechnet, einerseits anhand der Pace und anhand der Herzfrequenz. Und dann bekommt ihr auch am Schluss in Garmin Connect eine Auswertung angezeigt, wie das Ganze zusammensetzt. Und so könnt ihr dann auch entsprechend euren Lauf einteilen. Ja, dann gucken wir das Ganze mal ganz kurz in Garmin Connect an, was es hier noch alles zu sehen gibt, wenn ihr jetzt die Uhr entsprechend eingerichtet habt. Einmal bekomme ich eine Übersicht des HFV-Statuses, beziehungsweise auch die Trainingsbereitschaft und hier kann ich mir dann auch nochmal die Vergangenheit ansehen. Dann sehe ich hier, wie sich das Ganze entwickelt hat. Hier ist zum Beispiel eine Trainingsbereitschaft von 25, weil ich einmal sehr schlecht geschlafen habe und auch Sport gemacht habe, sehen wir hier schlecht niedrig. Hier war es ausbalanciert. Die akute Belastung war optimal und so errechnet er dann halt für den Tag Samstag die Trainingsbereitschaft und sagt einfach hier mal nichts machen, entspann dich. Dann bekommen wir nochmal eine Übersicht des Trainingszustands. Also wir sehen hier, wir können auch in alle Sachen nochmal hineingehen, uns das nochmal vertieft anschauen. Also Garmin Connect ist da wirklich sehr, sehr detailliert, beziehungsweise geht da sehr stark in die Tiefe. Man sucht manchmal vieles und findet es dann auch nicht. Und hier seht ihr dann auch nochmal die Übersicht, wie zum Beispiel sich mein Stress in den letzten Tagen hier zusammengesetzt hat. Da kann man eigentlich ganz gut erkennen, ich habe hier zum Beispiel ein Workout gemacht um 20 Uhr, dass hier der Stress hochgegangen ist. Und wenn wir hier den nächsten Tag reingehen, schlafen, war es dann in Ordnung. Und dann hat sich hier der Tagesverlauf, hier so der Stress abgebildet. Was wir ebenfalls noch machen können, ist auch hier ein paar Sachen einstellen. Also wir können hier oben auf die Uhr klicken, dann kommen wir einfach mal, hier ist jetzt die Übersicht meiner Uhren, die ich jetzt habe. Das ist jetzt kein Normalzustand, das sind alles Testuhren. Wir sehen hier, wenn wir auf die Enduro 2 gehen, bekommen wir dann eine kleine Übersicht nochmal der Enduro 2. Einmal können wir uns hier die Solarintensität nochmal anschauen, da bekommen wir auch nochmal eine Übersicht, wie das Ganze hier zusammensetzt. Wir sehen hier, dass das eigentlich bei mir kaum bis gar nicht zum Einsatz kommt aktuell. Und wir können auch Garmin Pay einrichten. Garmin Pay ist dafür da, dass ihr hier mit der Uhr bezahlen könnt. Da ist es aber so, dass ihr entsprechend nicht jede Bank unterstützt wird. Hier müsst ihr einfach schauen, ob eure Bank dabei ist. Ich verlinke euch einfach mal die Übersicht, wo ihr das nachschauen könnt. Und dann könnt ihr auch hier entsprechend Garmin Pay hinterlegen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Aktivitäten und Apps nochmal einzustellen.
Und hier ist es auch so, dass ich ja hier eigentlich ganz einfach das Ganze einstellen kann. Also über die Uhr stelle ich momentan eigentlich nichts mehr ein. Die Verbindung hier der Uhr und Handy klappt auch wunderbar. Das war früher ein bisschen schwieriger. Hier gibt es dann die Routing-Möglichkeiten oder auch dann die Autopause oder auch Climb Pro wird hier unterstützt. Climb Pro ist dafür da, wenn ihr navigiert, bekommt ihr dann eine Zerlegung des Berges angezeigt. Wie das übrigens mit dem Navigieren funktioniert, da habe ich aktuell gerade ein Video zugedreht, falls sich das interessiert. Da lasst doch gerne ein Abo da, da würde ich auf jeden Fall mal ein Video noch machen oder beziehungsweise kommt auch dem nächsten Video und da zeige ich euch das mal und da könnt ihr einfach mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Was ich euch aber an dieser Stelle zeigen will, ist die Satellitenoption. Wenn wir jetzt hier mal auf die Autoauswahl gehen, sehen wir hier, dass wir einmal das Ganze ausschalten können. Wir können Standard verwenden, wir können aber nur GPS verwenden. Das ist dann halt die beste Akkulaufzeit, also wenn man GPS möchte. Oder alle Systeme, also GLONASS, Galileo ist hier bei uns sehr interessant in unseren Breiten. Oder hier alle plus Multiband, das ist natürlich die höchste Genauigkeit. Oder was jetzt hier neu hinzugekommen ist, die Autoauswahl, wie es hier im Text schon steht, wählt dynamisch den besten Modus basierend auf die Umgebung aus. Und ja, ich bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden gewesen. Ich blende euch jetzt einfach mal einen Vergleich ein mit der Forerunner 955, die ich im Multiband hatte. Da kam ich auf, zumindest auch bei der Strecke, in etwa auch auf die Strecke hin und auf jeden Fall akkuschonender als jetzt das Multiband, beziehungsweise ich habe natürlich dann auch noch die Möglichkeiten hier das Ganze mit Ultra-Track zu machen. Das heißt also hier beste Akkulaufzeit, geringe Genauigkeit. Das ist dann wie so ein Expeditionsmodus. Dann haben wir natürlich auch noch Sicherheit und Tracking. Das ist immer wieder eine Sache, die ich ja hier groß anpreise, weil ich es einfach gut finde. Also wir haben einfach die Möglichkeit, hier einen Live-Track durchzuführen. Das heißt also, ich kann einer Kontaktperson, die ich haben möchte, eine E-Mail schicken. Die kann dann schauen, wo ich dann unterwegs bin. Bei der Navigation ist es sogar so, dass die Person sogar sieht, wo ich mich dann hin navigieren lasse. Das ist eine lila Linie, die angezeigt wird, beziehungsweise die blaue Linie, die ich dann gelaufen bin. Und ich habe auch eine Unfallbenachrichtigung, die ich hinterlegen kann. Da sehen wir jetzt hier, bei allen möglichen Aktivitäten kann ich es individuell gestalten. Das heißt also beim Rennradfahren zum Beispiel, wenn ich stürze, wird das Ganze dann entsprechend ausgelöst. Oder beim Laufen wird das Ganze entsprechend ausgelöst. Wenn ihr jetzt umknickt, dann wird der Kontakt, den ihr hinterlegt habt, entsprechend auch kontaktiert. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mal im Video erklärt, verlinke ich dir auch nochmal oben. Da kannst du mal reinschauen, wie man das Ganze einrichtet. Und ja, hier ist aber zwingend notwendig, dass ihr immer ein Handy dabei habt, weil die Uhr kann kein LTE, beziehungsweise kann nicht kommunizieren. Dafür ist es ganz wichtig, wie gesagt, das Handy dabei zu haben. Und bei den iPhones muss entsprechend hier auch die App im Hintergrund offen sein. Und dann, wie gesagt, geht hier entsprechend die Notfallkontakt- oder Notfallruf raus. Was ich bei der Uhr ebenfalls noch habe, ist, wenn wir hier 3 Sekunden oben links auf die Taste drücken, dass hier auch ein Notrufsignal ausgesendet wird. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie bedroht seid, euch irgendwas passiert ist und das Ganze nicht ausgelöst wird, könnt ihr das Ganze auch nochmal selber manuell auslösen und der Kontakt bekommt entsprechend dann Bescheid, wo ihr dann unterwegs seid. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck der Enduro 2 geben. Das ist, wie gesagt, das ausführliche Video gewesen, wo ich einfach mal zeige, wie das Ganze aussieht. Ich werde die Uhr jetzt mal entsprechend testen und auch hier einen Test dazu machen, beziehungsweise ein Navigationsvideo, was ich schon gedreht habe und euch da auch auf dem Kanal vorstelle. Wenn das Ganze interessiert, lasst doch gerne ein Abo da. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten mal eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal ist. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe hier oben eine Playlist rund um Garmin, da kannst du auch noch mal reinschauen, was hier alles zum Thema Garmin gibt. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche einen schönen Tag, tschüss, bis zum nächsten Mal.